Anime, Manga oder J-Culture im Allgemeinen, japanische Popkultur findet auch in unseren Breitengraden immer größeren Anklang und dazu gehört selbstverständlich auch das Cosplay. Wir haben Far Sinram, eine von Deutschlands bekanntesten Cosplayerinnen, zum Interview getroffen. Sie erzählt uns, was es mit ihrem Hobby auf sich hat und warum sie gerade Loki darstellt. Wir haben heute hier Mangaka und Cosplayerin aus Leidenschaft Far Sinram zum Interview geladen. Far, schön, dass du Zeit für uns hast. Immer gern. Erzähl doch unseren Zuschauern kurz, was ist Cosplay, für die, die es nicht wissen, und warum gerade Loki? Also Cosplay kommt vom amerikanischen Costume Play, also Kostümspiel, und ist in den frühen, ich sag mal 50ern, 60ern schon mal vereinzelt auf Conventions aufgetaucht, aber dann von den Japanern erst richtig in den 80er Jahren und 90er Jahren in Japan halt aufgebracht worden. Und da sind die Regeln zwar ein bisschen anders als bei uns, da gibt es keine Kostümwettbewerbe in dem Sinne, aber auch da wird sich halt gerne einfach sinnfrei zum Spaß, ohne Karneval und Fasching und irgendwelchen Vorwand verkleidet, einfach weil man es kann, weil man die Figur mag und weil man halt dieses Figursein für ein paar Stunden ausleben möchte. Warum der Charakter Loki aus Avengers und Thor? Ja, Loki ist zum einen ein sehr tiefsinniger Superschurke, der jetzt nicht so flach rüberkommt. Und ich denke mal, die meisten Frauen werden mir zustimmen, dass er einfach sehr gut aussehend ist und auch vielleicht ein bisschen interessanter als Thor jetzt. Jetzt ist aber so, dass gerade dein Loki-Cosplay sich ja ein bisschen verselbstständigt hat. Ja, hör auf. Na? Sag doch mal was darüber, wie das alles so kam. Ich meine, eigentlich bist du ja Mangaka. Mhm. Ja, ich habe mir so gedacht, ich werde halt weltberühmt als Mangaka sehr schnell und das lief dann auch Deutschland und europaweit relativ gut. Aber, also Loki, das geht innerhalb von wenigen Monaten, ging das in den Himmel und ich habe jetzt Seitenaufrufe auf meinem Channel von halb bis zu fast 4 Millionen. Mein erfolgreichstes Foto wurde jetzt 450.000 Mal in Google eingetragen. Und das ist alles Loki-Cosplay. Loki-Cosplay, wenn ich ein Bild mal, ist das, gucken sich so 3.000 Leute an, sagen, hast du gut gemacht. Stelle ich ein Loki-Bild rein, 20.000 Leute, drehen am Rad. Aber wie fing das an? Also wo war der Punkt, dass du dich entschieden hast, okay, ich mache jetzt Loki, und wo war dann auch der Startschuss für diesen Erfolg? Es ist spannend, ich wollte eigentlich Thor cosplayen, also weil ich war damals blond. Und ich habe gedacht, ja, Thor ist eine tolle Figur und ja, Loki mag ich am liebsten, aber Loki ist echt so edel und schön vom Gesicht her auch und so. Und ja, ich mach mal Thor, Thor ist ein bisschen blöd, das wird mir schon jeder verzeihen. Thor sah total scheiße bei mir aus, das sah aus wie ein kleines Mädchen, das sich halt, keine Ahnung, ein rotes Laken umgehängt hat. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, meine Haare schwarz zu färben, hatte aber an Loki gar nicht mehr gedacht und bin aus der Dusche gekommen, meine Haare waren nach hinten, ich gucke mich im Spiegel an und denke so, ja, das ist der Kiefer, den du brauchst. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich will Loki cosplayen. Meine Mutter sagt, was auch immer du machen möchtest, werd glücklich. Und dann habe ich halt ein bisschen Geld gespart für ein paar Monate, habe da 400 € auf den Kopf geschlagen und bin ins kalte Wasser gesprungen, habe mit meiner Freundin Bibi, die für mich die Natascha Romanoff, Black Widow macht, sehr schöne Fotos gemacht. Dann haben wir die völlig zum Spaß online gestellt und innerhalb von einem halben Tag wurden die 8.000 Mal weitergeblockt. Das höchste reblockte Set ist jetzt irgendwie 30.000 Mal geblockt. Und dann halt in Google diese wahnsinnigen 450.000 Einträge auf ein Foto. Ja, das ging dann total durch die Decke. Das war ja das Foto, wo du in dem Eisladen standst. Und gefrorenen Joghurt halt essen. Frozen Joghurt was? Mit so Toppings drauf. Ja. Dann habe ich halt den Titel gewählt, Loki, choose all the toppings. Und ja. Schlicht, die Leute sind durchgedreht. Wirksam, okay. Ja. Du bist seit 7 Jahren jetzt im Manga also als Mangaka tätig. Erzähl uns doch mal was darüber, wie dein Arbeitsablauf so ist, was für Projekte du bisher gemacht hast und was wir vielleicht von dir auch noch erwarten können. Ja, ich habe mich ja, also 2006 war das, habe ich mit meinem ersten Manga Losing Neverland beim Butter & Cream Verlag halt angefangen. Und habe dann auch beim Schwarzen Turm Verlag die Manga-Abteilung aufgebaut, habe bei Drömer und Knauer bei Comic Stars gearbeitet in der Jury. Und habe währenddessen noch Kinderbücher geschrieben, den Scatting Scatters und Pupa und Spook. Und jetzt momentan arbeite ich an einem Grafiknovel mit einer amerikanischen Zeichnerin, wo ich dann aber schreiben werde und nicht zeichnen. Und dann habe ich noch ein Wunschprojekt über Neil Gaiman im Startlöchern, aber das ist noch nicht ganz so spruchreif, aber wir sind dran und der Herr ist auch sehr interessiert. Die Zeit ist schon wieder um. Liebe Far, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und du darfst dich gleich hinknien, wenn wir fertig sind. Ja.
Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder, wenn du was Neues zu erzählen hast und wie das mit Loki so weitergeht. Wir sind gespannt und ja, bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, bis bald, ne? Bis bald, ciao. Bei den ganzen